So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt gerade, spielen wir Portal Stories Mel. Das ist eine Mod für Portal 2, die auch halt im Grunde ganz genauso aufgebaut ist wie Portal 2. Und ja, jetzt hören wir eben Cave Johnson zu. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military, but I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing, which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so, this town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be an Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Yay. Wo ist die schöne Musik? Oh, die Musik ist leise. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine Mod für Portal 2. Die gibt's kostenlos auf Steam. Also ihr braucht im Grunde nur das Hauptspiel Portal 2. Und wie man schon erraten könnte, man spielt in diesem Spiel halt Mel, also die Schwester von Shell. Ja. Okay, hier kann man mal sehen, was für ein krasses Aim die Turrets haben. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Ja, das Spiel ist halt im Grunde wie Portal 2 aufgebaut, nur man spielt halt Mel. Und es hat einen ähnlichen Humor wie Portal 1, kann man sagen. Allerdings ist es halt wie gesagt eine Mod, man hat hier nicht die Originalsprecher von Cave Johnson bekommen und auch sonst nichts. Die Mod ist halt kostenlos, da kann man sich sowas nicht mal so eben leisten als Entwickler. Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Hier ist Aperture Soda. Oh, gibt nix. Hier ist nochmal so ein Automat, aber müssen wir das lang? Out of Service, Klo gibt nicht. Können sich nicht leisten. Departures. Factory Access. Um 8:45 Uhr. Office Complex. Third Test Labs. Geht nicht mehr. Welcome Test Subjects. Please sign in with the receptionists before proceeding to the lounge. Das Exit. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Hier ist das Subway System. Schedule Bulletin. The future of tomorrow starts today. Wie gesagt, das ganze Spiel ist halt auf Englisch. Aber ich hoffe mal, da werdet ihr mit klarkommen. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on.
So. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on Ich will eine Nummer ziehen. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You all know where to go. Was zum Elevator? Ich will aber hier. Ich will eine Nummer ziehen. Und noch kommen wir nicht durch. Schade. Was ist denn hier so ein Aufzug? Ist man hier richtig? Ich glaube, hier ist man nicht richtig. Das spielt auf jeden Fall. Also es spielt auf jeden Fall zu den Anfängen von Aperture Science. Also sieht man hier, das Auto ist halt relativ alt. Ja, wie Cave Johnson auch schon am Anfang gesagt hat, der Aperture Science war halt zuerst eine Firma, die Duschvorhänge hergestellt hat. Und jetzt machen die alles Mögliche an Wissenschaft. Was macht er? Er macht gar nichts. Ja, und wir sind jetzt auf jeden Fall im Testbereich für Portale. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. So, ja. Wir müssen in den Elevator. Science Fears. Talking to your newest representative about investing in spheres today. Da habe ich leider kein Geld dabei, leider. Sonst würde ich natürlich direkt investieren rein, weil es sieht sehr interessant aus. Da lässt sich bestimmt Profit draus machen, aus diesen Sphären. Oh, da sind wir schon. Ach ne, jetzt geht's nach unten. Okay, wir sollen unsere Beine im Elevator lassen. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Okay. Introducing the Aperture Science Innovators. Testing sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Guys, kiss my... Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Volt. Short-Term Relaxation Vault. Ich glaube, das sind diese Kammern aus Portal 2, wo die Testsubjekte gelagert werden. Ja, auf jeden Fall. Hier hat man nochmal gesehen, Black Mesa. Das ist ja die Firma aus Half-Life. Das ist auch von Valve. Und die sind halt verfeindet mit Aperture Science, weil ich glaube, da geht es um Regierungsgelder für Forschungsförderung. Und die wollen natürlich beide bekommen. This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry though, our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here?
You are. Ja, wie gesagt, die sind halt ein bisschen verfeindet wegen diesen Regierungsgeldern. Und gibt es auch ein paar Anspielungen zwischendurch. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich schlafen gehen. Das hört sich natürlich verdammt spannend an. Bottom flying cracked. So. Security Room. Ah, jetzt sind wir da. Und jetzt muss noch mal geladen werden, Mama. So, da sind wir schon wieder da. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading to an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay the night, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the words. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs, boys, disappeared, man. Okay, ja, okay. Also hier müssen wir jetzt schlafen gehen gleich. Aber wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Jetzt natürlich noch Hightech alles. Wir haben hier Schreibmaschinen mit 2 Zeilen an Tasten. Der ist schon nach Hause gegangen. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist ein Telefon. Können wir da klingeln? Ne, können wir nicht. So, hier sitzt der Aufseher. Guckt sie zu, wie die arbeiten. Da seine Zigarettenschachtel, der Ausmachgedöns. So, ich glaube... War hier noch was? Hier war... Nichts bei your respiration. Was soll das hier sein? Achso, das sind Turrets. Okay. So, dann gehen wir mal hier durch. Oh. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Please do not touch. So, kommen wir hier raus? Nö. Was ist das hier? Cave Johnson. Shower Curtain Salesman. Von 1943. Hier sieht man nochmal dieses alte Portalgerät. Da hat man auch so ein richtig dickes Ding auf dem Rücken. Wait for attendant. Ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass hier noch irgendein Mitarbeiter sein wird. Weil es hier so dunkel ist. Versteht ihr? Ja, das ist unter der Erde und so. Ja, okay, machen wir weiter. Docking Station Nummer 3, so. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Oh, hier sehen wir noch Cape Johnson. Ist natürlich in jedem dieser Kammern vorhanden. Und jetzt müssen wir erstmal schlafen. Good night. Und jetzt haben wir schon eingepennt. Wenn das mal im Real Life so einfach gehen würde. Okay.
Oh, jetzt muss wieder geladen werden. Oh. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got you out okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Okay. Das sieht mir eher weniger danach aus, als wäre hier alles in Ordnung. Aber egal, mal gucken. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think about. Ja. Ui. Da gibt's ein Leck. Da ist ja eigentlich einiges passiert hier. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's... Okay. Ah, das ist wahrscheinlich das Portalgerät. Oh, das ist ja cool, dass wir das so früh kriegen. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Okay. Was passiert hier? Mal können wir anbringen. Remember, alert your supervisor if you see female coordinator, nuclear regulator, commissioner, undercover police officer, Journalist. Aber hier geht's wahrscheinlich nicht durch, ne? Dann kommen wir wieder zurück. Und dann müssen wir hier wieder das Blaue hinsetzen und dann sind wir hier durch. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Okay. Erdbeben. Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Oh, hier ist aber einiges passiert. Ich glaube, hier kamen wir... da sind wir hergekommen. Da ist der Aufzug. Aber seitdem hat sich ja irgendwie alles hier geändert. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yep, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Alright, so, the earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Ja, ganz ehrlich, die Tür ist ja gesplittert. Warum können wir nicht einfach hier durchspringen? Das ist... na gut, das wäre aber auch zu einfach. Warte mal, da können wir wahrscheinlich durchspringen, da oben. So, orange und blau. I know, things might look different than what you're used to, but Okay, das hört sich so while you einfach were an. spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. Okay, aber wie ihr seht, der Kev Johnson, der labert schon mal gerne ein bisschen Scheiße. Wahrscheinlich haben wir nicht Just want to make sure you know something before um we die go any further.
We have these Jetzt wird jeden new Tag geschlafen. inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to Das war understand. nur ein... Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Wahrscheinlich haben wir 10 Jahre geschlafen oder mehr. Oh ne, wann kam die erste Computer raus? Wahrscheinlich 1990, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh. Also haben wir nochmal locker 30 Jahre geschlafen. Da ist ein Kreuz. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Was ist denn hier? Main Power Aperture Brand Material Ish. Vielleicht? Ich weiß Turn the nicht. power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit break. I think these switches were designed for 2 people. Maybe your new test can help. Dann kommen wir hier. Ah ja, okay. Achso, können wir jetzt wieder das Licht anmachen. So. Remember, you can always turn the power on or off again. So, und dann gehen wir da wieder durch und dann denke ich mal, können wir hier diese beiden Hebel benutzen. Und zwar so ungefähr. Und jetzt öffnet sich dieses Riesentor. Ja, dann können wir jetzt hier weitergehen. So, ich glaube jetzt mache ich hier erstmal einen Cut. Und wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr vielleicht mal ein Like da lassen. Ja, und auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein.